Willkommen zum dritten Campusrundgang an der TU Dresden. Mein Name ist Florian, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Los geht's! Gerade waren wir übrigens im Recknagelbau mit der Fakultät Physik. Wenn ihr mehr über das Gebäude und über die Fakultät erfahren wollt, klickt einfach hier und schaut euch das Video vom Fachschaftsrat für Physik an. Und auf der anderen Seite befindet sich der Willersbau mit der Fakultät Mathematik. Schon Nikolaus Joachim Lehmann wirkte und forschte hier als einer der bedeutendsten Informatiker seiner Zeit und Wegbereiter des Personal Computers. Und das hier ist der Treffsbau mit zwei großen Vorlesungssälen. Auf der einen Seite der Mathematikhörsaal und auf der anderen Seite der Physikhörsaal. So, und jetzt gehen wir zum Seminargebäude. Im Hintergrund seht ihr das Seminargebäude mit dem besonders für Lehramtsstudierenden wichtigen Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung, kurz ZLSB. Außerdem ist in dem Gebäude das Zentrum für Integrationsstudien. Dort werden zum Beispiel Flüchtende im Projekt Refugee Law Clinic von Studierenden juristisch beraten. Jetzt befinden wir uns am Bürogebäude Zellischer Weg, unter anderem mit der Siedepunkt-Mensa, einer Zweigbibliothek der SLUB und dem Makerspace. In diesem offenen Kreativraum findest du alle möglichen Geräte wie Lasercutter oder 3D-Drucker, um deine Do-it-yourself-Projekte zu realisieren. Jetzt befinden wir uns am Andreas-Schubert-Bau mit Instituten und Professoren der Fakultäten Chemie und Lebensmittelchemie und Psychologie. Außerdem sitzt hier schon lange ein Teil der Fakultät Physik, und zwar das Institut für Kern- und Teilchenphysik. So, und jetzt schwinge ich mich aufs Fahrrad und nehme euch mit zur Wunschstraße. So, jetzt sind wir in der Wunschstraße angekommen mit ganz vielen verschiedenen Wohnheimen. Hier wohnt auch meine Kommilitonin Veronika. Ich rufe sie direkt mal an. Ja, hi Veronika, ich bin da. Kommst du runter? Ja, ich komme runter. Okay, bis gleich. Und wenn ihr wissen wollt, wie die verschiedenen Wohnheime hier aussehen, klickt euch gerne durch die Webseite vom Studentenwerk. Dort gibt es Fotos, Videos und virtuelle Führungen. Von Einzelapartments über 2 Personen und 8-Personen-WGs finden hier alle den vollmöblierten Raum, den er oder sie benötigen. Und der Ausblick ist auch super. Hallo. Moin. So, ab jetzt übernimmt Veronika. Ich gehe erstmal in die Mensa und wir sehen uns später wieder. Hallo, ich bin Veronika. Ich studiere hier an der TU Lehramt und bin außerdem im Fachschaftsrat für allgemeinbildende Schulen und Grundschulen tätig. Bevor ich euch jetzt gleich mitnehme, holen wir mal fix mein Fahrrad. Das hat zwar einen Platten, aber wie ihr gleich sehen werdet, ist das hier an der Wunschstraße gar kein Problem. Hier an der Wunschstraße ist für alle studentischen Bedürfnisse gesorgt. Hier gibt es eine Mensa mit einem Mittags- und einem Abendangebot, Sportanlagen, einen Kindergarten und sogar eine Fahrradwerkstatt. Nun aber los zum Weberbau. Wir sind jetzt am Weberbau angekommen. Hier sitzt die Fakultät Erziehungswissenschaften. Aber lasst uns doch einmal hineingehen.
Seit 1910 werden in diesem Gebäude Pädagogen und Pädagoginnen ausgebildet und auch heute noch finden hier Veranstaltungen für Lehramtsstudierende statt. Neben dem Café Blau, dem grünen Seminarraum und dem Theater Die Bühne befinden sich in diesem Gebäude auch die Labore für die Lehramtsausbildung. Zum Beispiel das Kunstlabor, das Lernlabor Farbe, Chemielabore, die erziehungswissenschaftliche Lehr- und Forschungswerkstatt und das didaktische Labor Sozialpädagogik. Und nun geht es zum Büro des Fachschaftsrats für allgemeinbildende Schulen. Jetzt befinden wir uns im Büro des Fachschaftsrats für allgemeinbildende Schulen. So ein FSR hat jeder Studiengang. Die hier sitzenden Studierenden sind zuständig für eure Fragen rund ums Thema Studium. Studierende der FSR planen auch jedes Jahr die Erstsemester-Einführungswoche, kurz ESE. Der beste Weg für euch, direkt am Anfang neue Kommilitonen und Kommilitoninnen kennenzulernen. Dann gehen wir jetzt zur August-Bebel-Straße. Auch hier an der August-Bebel-Straße befinden sich Sportanlagen für den täglichen Ausgleich neben dem Studium. Hochbeete wie diese befinden sich auch hinter der Versuchsküche für Lehramtsstudierende. Wenn ihr mehr zu dem Projekt erfahren wollt oder sehen wollt, wie Studierende diese gebaut haben, dann klickt gerne hier auf das eingeblendete Video. An den Versuchsküchen sind wir ja bereits vorbeigekommen. Diese wurden im Wintersemester 2018/2019 eröffnet. Direkt hinter mir befindet sich die Zweigstelle Erziehungswissenschaften der SLUB Dresden. Diese bietet euch großartige sonnendurchflutete Arbeitsplätze, an denen ihr an euren Seminararbeiten schreiben könnt. Hier an der August-Bebel-Straße befinden sich unter anderem Institute und Professoren der Fakultäten Umweltwissenschaften und Bauingenieurwesen. Außerdem befindet sich hier die Philosophische Fakultät mit dem Institut für Kunst- und Musikwissenschaften und das Zentrum für technisches Design von der Fakultät Maschinenwesen. In diesem Gebäude befindet sich zum Beispiel das Soundlab. Es bietet Raum für Forschung und Lehre, technische Umsetzung künstlerischer Ideen und die Präsentation verschiedenster Projekte. Aber auch das Kino im Kasten ist hier zu finden. Betrieben von Studierenden und Mitarbeiterinnen der TU Dresden werden hier seit 1993 Filme gezeigt und das auch mit originalen 35 mm Projektoren. Wir gehen jetzt in Richtung Strehlener Straße. Hier hinter mir befindet sich übrigens direkt das Studentenhaus Tusculum. Studierende und studentische künstlerische Gruppen können hier Räume für Probentätigkeiten und diverse Veranstaltungen nutzen. Jetzt befinden wir uns am Bürogebäude Strehlener Straße. Hier sind im Moment noch zentrale Verwaltungseinrichtungen der TU Dresden untergebracht. So zum Beispiel die zentrale Studienberatung, das akademische Auslandsamt und das Immatrikulationsamt. Diese Einrichtungen sollen aber bald wieder auf den Hauptcampus ziehen, und zwar in den Fritz-Förster-Bau. Dieser ist im Moment aber noch Baustelle, wie ihr in unserem zweiten Video gesehen habt. Hier in der Strehlener Straße finden außerdem noch Lehrveranstaltungen der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften statt. Auf zu unserem letzten Halt, der Wiener Straße. So, jetzt befinden wir uns an der Wiener Straße 48, dem Hauptsitz der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Hier könnt ihr von Anglistik bis Slawistik vieles studieren. Checkt gerne wieder unser Studieninformationssystem dazu aus.
Außerdem ist hier auch der Sonderforschungsbereich Invektivität, Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung untergebracht. Ein Teil davon befindet sich allerdings auch am Falkenbrunn. Dort gibt es übrigens auch ein Fitnessstudio für euch und das 5G Lab der TU Dresden, bei dem 24 verschiedene Professuren interdisziplinär an der 5. Generation des Mobilfunks forschen. So Veronika, schön, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine Unterstützung und wir sehen uns. Tschüss. So, und für uns geht es jetzt noch in den großen Garten. So, das war's dann dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder und ich radel jetzt noch eine Runde entspannt durch den großen Garten. Ciao!